In dieser Episode verrate ich dir, wie sich mein Weg gestaltet hatte von 2012 bis heute, vollgepackt mit tollen Insights, die du von mir wahrscheinlich noch nicht wusstest. Und ich gebe dir auch einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommt. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Du hörst den Podcast Easy Website Creation, dein Podcast für eine Squarespace-Webseite, die du ganz einfach selbst erstellen kannst. Ich bin Linda Luck und als Webdesigner weiß ich ganz genau, was du als Solo-Business-Owner brauchst, damit du ohne Frust eine Website haben kannst, die für dich verkauft. Ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist und würde sagen, lass uns direkt starten. Heute hat mein Business Geburtstag und ich dachte mir, ich nehme dich da einfach mal mit und erzähle dir mal, wie meine Reise in den letzten 3 Jahren war. Äh, Den einen oder anderen mag das vielleicht interessieren, auch wie ich zu Squarespace gekommen bin. Und ja, würde ich sagen, lass uns mal starten. Am 1. November 2022 habe ich mein Business gegründet, ganz offiziell mit Eintragung und so weiter. Aber die Reise dorthin war ja natürlich, die hat schon viel, 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 viel früher begonnen. Und ich möchte dir jetzt davon einfach mal erzählen, wie ich da hingekommen bin, was mich die ersten 3 Businessjahre so begleitet hat und ja, wie es dann vielleicht in Zukunft aussieht, was ich so vorhabe. Und für den einen oder anderen mag es vielleicht interessant sein und ja, sich selbst zu inspirieren vielleicht. Dann würde ich sagen, lass uns mal starten. Und da bringe ich dich jetzt mal zurück zum Jahr 2012. Da hat das Ganze eigentlich gestartet, aber wenn ich jetzt gerade so spreche und drüber nachdenke, ist es so, dass beide meine Eltern selbstständig sind. Und das ist, glaube ich, so, wenn man selbstständige Eltern hat, dann liegt das nicht fern, dass einem das so ein bisschen in die Wiege gelegt ist, ja. Und es wird einem ja vorgelebt so ein bisschen und man sieht die ganzen Vor und Nachteile und ich denke, dass man da als Kind sich ganz viel abguckt und dann auch dementsprechend auch so seine eigenen Werte entwickelt, ne? Also, dieser Wert von frei sein, selbstbestimmt sein, selbstwirksam sein und so spielt da bestimmt mit ein, wenn man den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen. Und das fällt ja nicht einfach vom Himmel, ne? Das hat bestimmt ganz viel mit Prägung zu tun. So, es war dann also so, es war 2012 und ich war in der Elternzeit mit meiner Tochter, meinem ersten Kind. Und insgesamt sind es ja 3 geworden. Auch totally crazy. Ich habe ab und zu mal noch so ein bisschen 'ne Idee von, ich muss darüber mal ein Buch schreiben, warum man überhaupt 3 Kinder will, weil es einfach nur verrückt ist. Aber nichtsdestotrotz, I love them, of course. Und zurück zur Selbstständigkeit. Also 2012 hm, war ich zu Hause. Ich hatte genug zu tun, aber das Elterngeld war natürlich limitiert. Es gab's damals schon, aber es war natürlich hat hinten und vorne nicht gereicht. Und mein Mann war zu dem Zeitpunkt selbstständig als Englischtrainer. Und in der Sprachtrainerszene, ja, das ist auch echt ein hartes Brot. Also da ist auch der Stundenlohn echt krass klein. Und man muss da schon gucken, wo man bleibt. Und ich habe in der Zeit, ich war 2 Jahre in der Elternzeit, genau. Und als ich dann nach dem ersten Jahr kein Geld mehr bekommen hatte, kein Elterngeld mehr, hatte ich dann angefangen, mich selbstständig zu machen, nebenberuflich. Und genau, das heißt, ich habe mich damals umgeschaut. Ich komme ja aus der Druckindustrie. Ich habe bei einem großen Druckkonzern gearbeitet, Druckmaschinenhersteller und habe mein Hintergrund ist komplett Druckvorstufe, Reinzeichnung, ne, Digitalisieren und habe damals die Krise 2008 mitbekommen und seit 2008 waren auch nur in dem großen Konzern Stellenabbau, Kostenreduktion und. Und dann saß ich da 2012 und habe mir gedacht: „Okay, du musst so noch ein paar Jährchen arbeiten, so irgendwas über 30. Willst du dich nicht verändern? Ist es nicht sinnvoll, sich zu verändern und vielleicht die Branche zu wechseln beziehungsweise das Medium?“ Und da ich schon privat hier und da schon ein bisschen mich für Webdesign interessiert habe,
habe ich gedacht: „Okay, da gehst du jetzt rein, da gehst du all in.“ Und vor allen Dingen war das so, ich habe zu dem Zeitpunkt immer mal 'n Plakat gestaltet oder mal Flyer gestaltet, halt Printprodukte für Bekannte und Verwandte gemacht und hatte dann von denen auch oft gesagt: „Sag mal, kannst du auch Webseiten?“ Und zu dem Zeitpunkt halt so: „Ne, kann ich nicht. Huhuhu.“ Und es kamen halt dann immer mehr Anfragen. Jetzt, wo ich drüber spreche, fällt's mir wieder ein. Und dann habe ich gesagt: „Okay, ich schaue mir das jetzt mal an.“ Und, dann ist es so, dass ich mich genauso wie du vielleicht auch auf die, Reise begeben habe, damals auch gegoogelt habe, ne, bester Website-Builder, mit wem mache ich 'n das jetzt? Und, bin dann bei WordPress gelandet, weil WordPress einfach zu dem Zeitpunkt das Tool war, mit dem ich arbeiten wollte, weil man ja auf WordPress quasi Design-Plugins aufinstallieren konnte. Und ich konnte dann mit, Divi habe ich damals angefangen und hatte so das Gefühl, dass ich mit Divi das umsetzen kann, was ich gerne gestalten möchte. Die ganzen Baukastensysteme von Strato, Janus und wie sie nicht alle heißen, waren damals noch krass. Da konnte man gar nichts machen. Da hatte man dieses voreingestellte, Template und dann konnte man nur Text und Bilder austauschen, aber nichts gestalten und das wollte ich nicht. Und ich habe halt ein Tool gesucht, wo ich selber kreativ sein kann, so. Das Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass mir das System echt, dass es ein großer Pain ist. Ich dachte immer die ganze Zeit, ich bin zu blöd dafür. Ich habe dann 10 Jahre damit tatsächlich Webseiten erstellt, habe auch mein Business damit gegründet und wusste damals nicht, dass ich nicht zu doof bin, sondern dass dieses WordPress einfach viel zu komplex ist, um das Gefühl jemals zu haben, dass man das 100% beherrscht und das war einfach mir so wichtig. Aber vielleicht komme ich ja später noch mal drauf zurück, so rum. So, und dann, ja, habe ich mich selbstständig gemacht in der Elternzeit und habe meine ersten Webseiten aufgebaut und habe einfach unglaublich viel Zeit investiert, in WordPress zu lernen und auch unglaublich viel Zeit investiert in Recherche, in dieses ganze Webdesign, online Webseiten erstellen Zeugs, ne? Es ist ja nicht nur die Webseite, es sind die URLs, es sind technische Einstellungen, es sind Servereinträge, es ist Best Practice. Wie machst du das denn Ganze? Welche Daten, mit was arbeitest du da? Und. Und, was mir in der Vorarbeit zu dieser Episode hier eingefallen ist, dass ich damals sogar meinen Kunden kostenlosen Branding mitgegeben hatte, ohne dass ich es wusste. Es war ja so, die wollten eine Webseite und ich stand dann da und habe gesagt: „Ja, aber, was brauchen wir denn da für Farben und was brauchen wir denn da für Schriften?“ und so weiter. Und habe in den Prozessen quasi mit den Kunden zusammen 'n Branding erstellt, und habe das aber einfach unglaublich günstig damals noch, äh, in den Webseiten Paketen einfach drin gehabt, ohne das irgendwie noch mal explizit zu benennen. Das hieß dann einfach, wir bauen 'ne Website zusammen, das ist auf WordPress und Divi basiert und das kostet Summe X so. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mein Prozess, um das Design erst mal festzulegen, so 'n krasser Deep Dive ist, dass die so viel davon für sich mitgenommen haben, dass ich dann irgendwann gemerkt habe: „Hoppla, das ist ja 'ne komplette Positionierung und 'n ganzes Branding, was ich mit dem da erstelle.“ Und das musste ich dann auch erst mal lernen, dass das 'n getrenntes Angebot ist. Und, rückwirkend muss ich da echt drüber schmunzeln, aber na ja, man wächst da halt so rein, ne, und, hat einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen und merkt dann halt irgendwann aufm Weg, dass man sich optimieren darf, ja, in seinen eigenen Prozessen. Und nachdem ich das für mich festgestellt hatte, dass ich ja ganz auf natürliche Art und Weise an diese Branding-Sachen rangegangen bin, habe ich dann angefangen, mich damit näher zu beschäftigen und habe dann auch gemerkt, dass ich da einfach 'n Draht dazu habe und dass, ich da, ja, schon ganz viel intuitiv, richtig gemacht habe und nur noch so 'n bisschen die Feinmechanik lernen durfte und habe mich dann halt neben dem Webdesign und den Kampf mit WordPress, also in IT-Geschichten, in Developer-Geschichten habe ich dann noch zusätzlich ganz, viel gelesen und mir angeschaut über Branddesign, um das einfach noch mal zu verfeinern, bis ich dann meine Prozesse richtig glatt hatte, wo ich sage, das macht absolut Sinn. Ja, das war 'n Prozess. Also, ich war schon immer kreativ, das heißt, es war schon immer in mir drin, nur eben, dass wirklich mal dass es 'n Wort hat, dass das Branded Design ist, was ich da mache, das hat einfach dann noch irgendwie 'n bisschen gebraucht. So, jetzt war dann die Elternzeit irgendwann zu Ende und ich bin zurück in meinen Beruf und ich war dann, Teilzeit angestellt
Und dann kam das zweite Kind. Da war dann tatsächlich schon weniger los. Also, ich hatte weniger Projekte, die ich in der Zeit umgesetzt hatte. Ich habe das sogar in der Zeit tatsächlich auch noch mal 'ne Tagesmutterausbildung gemacht, und habe ein Jahr lang noch meinen Sohn und 2 andere Kinder betreut zur Überbrückung. Das macht man anscheinend ganz häufig, dass Mütter die Tagesmutterausbildung machen, um noch ein bisschen länger mit ihrem Kind zusammen sein zu dürfen und natürlich auch die anderen Monsters zu genießen. Das sind ja echt drollige, süße Schnuppis, ja. Und es war eine tolle Zeit, würde ich nicht missen wollen. Ich hatte damals dann auch mal kurz überlegt, ob ich wirk weitermache in der Tagesmuttergeschichte, habe aber dann für mich irgendwann gemerkt, irgendwann wachse ich, glaube ich, raus aus diesem Kleinkindalter und da war ich habe ich's dann irgendwann ich habe es dann nicht mehr gefühlt. Also, ne, ich glaube, ich will das nicht weitermachen. Also, ist auch noch mal 'n krasser Exkurs eigentlich. Genau, und, dann war der Kleine auch 2, dann bin ich auch wieder zurück, habe dann tatsächlich auch Vollzeit gearbeitet zwischendurch mit 2 Kindern, also im großen Druckmaschinenherstellerkonzern und war einfach nicht zufrieden. Ich habe halt gemerkt, ich konnte nicht, wachsen. Ich konnte keine Karriere machen in dem Sinne. Ich wollte unbedingt weiterkommen. Es hat mir nicht gereicht, wo ich war. Und, das habe ich einfach gemerkt, dass ich da irgendwie auf Grenzen stoße. Ich muss dir sagen, ich hatte, bevor ich die Kinder bekommen hatte, habe ich auch meinen Meister gemacht als wie nennt es sich das? Industriemeister für Digital und Printmedien und meine Fachhochschulreife und Ausbildereignungsschein. Also, wenn ich drüber spreche, so: „Wow, was habe ich eigentlich alles gemacht?“ Sehr krass. Und, ja, ich hatte das gemacht und habe dann die Kinder gekriegt und war dann im Konzern und es hat mir alles irgendwie nichts gebracht. Und wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt dann ja auch, mit'm 2. Kind und ich war nebenberuflich selbstständig und hatte die Vollzeitstelle und ja, es war die ganze Zeit dieser Unmut in mir und irgendwann habe ich gesagt: „So, und jetzt mache ich mich selbstständig.“ es gab ne, Quatsch, das war nicht stopp, noch mal zurück. Da war ja dann noch das dritte Kind. Oh Gott, manchmal bin ich echt verpeilt. Das dritte Kind kam dann noch, wahrscheinlich aus dieser Unzufriedenheit heraus, wenn ich das rückwirkend betrachte, also aus der beruflichen Unzufriedenheit heraus. Nichtsdestotrotz, ja, bin ich froh, dass sie alle da sind. Und als ich dann zurückgehen wollte nach einem Jahr Elternzeit, ging es der Firma einfach so schlecht, dass es, wie nennt sich das, Abfindungsangebote gab. Und habe ich gesagt: „Okay, soll ich das jetzt wahrnehmen? Mache ich das?“ Ich hatte eine ganz große Angst, habe das mit meinen Freunden diskutiert und die haben alle gesagt: „Linda, mach das. Was soll denn schiefgehen?“ und so weiter. „Du wirst immer einen Job finden.“ Und dann habe ich mich darauf eingelassen und gesagt: „Ja, das ist eigentlich echt eine geile Chance. Du kriegst ein bisschen Geld und so weiter und kannst dann starten und kannst dich ausprobieren und du hast das ja eh schon immer die ganze Zeit in dir mit drin. Mach's einfach. Mach's, was soll passieren?“ Genau, und dann habe ich das gemacht und es war echt ein geiles Angebot rückwirkend. Also, jeder ist dumm, der das nicht annimmt und der irgendwie einen Plan hat, was mit seinem Leben anzufangen beruflich. Das war dann so, dass ich zum 1. Januar 21 in eine Transfergesellschaft gegangen bin. Das heißt, ich hatte mein Gehalt weitergezahlt bekommen für ein Jahr und in diesem Jahr durfte ich auch Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen, die bezahlt wurden von der Transfergesellschaft. Und das habe ich gesagt, das ist ja mega, ja. Und danach ist der Plan, wenn du dieses Jahr dann fertig hast, gehst du, also das wusste ich schon, ich wusste ganz genau, was dann der nächste Schritt ist, gehst du in die Arbeitslosigkeit. Zum 1. Januar 22 bin ich in die Arbeitslosigkeit gegangen und wusste, dass ich, meinen Existenzgründungszuschuss beantragen möchte. Das heißt, ich war dann damals auch direkt beim Arbeitsamt und habe denen gesagt: „Ich will keinen Job, ich will mich selbstständig machen und ihr begleitet mich jetzt dahin.“ Und dann habe ich mit diesem AVGS-Gutschein oder wie das heißt, diese Existenzgründungsberatung wahrgenommen und habe dann zum 1. November 22 mein Business Vollzeit gegründet in voller Panik. Aber dazu komme ich gleich noch. Noch mal ganz kurz zurück zur Transfergesellschaft. Das ist nämlich interessant, weil du kriegst da nämlich dein Gehalt und du kriegst Weiterbildungsmaßnahmen, bezahlt, wenn das Sinn macht, ne? Muss natürlich sagen, das und das möchte ich erreichen und da will ich hin. Und da habe ich damals schon gesagt, ich will mich selbstständig machen als Webdesigner. Und dann habe ich dort 2 Weiterbildungsmaßnahmen noch gemacht. Und zwar einmal, den E-Commerce Manager. Super interessant, weil ich nämlich damals schon die Idee hatte, Onlineshops sind einfach krass. Also, das ist ja sozusagen noch mal die Erweiterung der Webseite. Da will ich einfach mehr drüber erfahren. Das habe ich dann gemacht. So richtig geile Ausbildung, richtig lohnenswert. Und ich habe den Online-Marketing Manager noch gemacht. Das waren jeweils ein halbes Jahr. Also, es hat genau dieses Jahr ausgefüllt.
Und, das war auch mega, weil ich einfach so viel lernen durfte. Als Online-Marketing-Manager lernst du, wie Online-Marketing-Systeme funktionieren. Du machst aber keinen Deep Dive in die jeweils einzigen Stationen. Aber da habe ich Suchmaschinenoptimierung kennengelernt, ich habe Newsletter-Marketing kennengelernt, ich habe Social-Media-Marketing kennengelernt und diese 3 und da halt gibt's ja noch 1.000 andere Sachen, auch rechtliche Sachen. Aber diese 3 haben mich da wirklich, gehookt und habe daraufhin bin ich dann später in der Eigenrecherche und anderen eigenen Online-Kursen, die ich dann selbst privat bezahlt hatte, dann da durch und habe mir das, dann auch angeeignet. Stimmt nicht. Eine Ausbildung hat mir dann sogar noch die Agentur für Arbeit, bezahlt, soweit ich mich erinnern kann. Genau, und das war krass. Also habe ich 21 und 22 noch mal 3 Ausbildungen, gemacht, auch mit Abschlussprüfung und allem. Also nicht nur so 'nen Onlinekurs, sondern auch mit Zertifikat und das war richtig cool. Und, dazwischen war auch noch eine systemische Kommunikationsausbildung, ähm, die so, so, so wertvoll für mich ist, A, fürs private Leben und B, auch im Kontext mit meinen Kunden, weil ich halt lernen durfte, wie man richtig zuhört und wie man sein Gegenüber, richtig abholen kann, ne, wo sie stehen, was sie brauchen. Und das ist echt ein Gamechanger, wenn du mit wenn du solche, Tools einfach kennst, die dir dabei helfen, richtig zu kommunizieren. Ja, so konnte ich einfach meinen Kunden wirklich helfen, dass die ihre eigene Klarheit finden. Und das ist richtig, richtig cool, weil dann eierst du nicht mehr rum. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich, den Menschen helfe, sich selbst erst mal klar zu sehen, fällt es mir als Designer umso leichter, was zu designen, weil derjenige voll klar ist. Davor war es so, wenn da keine Klärung war, wer sie sind, wo sie hinwollen und so weiter, dann habe ich Designs geliefert und nichts hatte gepasst. Und mit dieser, Kommunikationsausbildung habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, meinen Kunden da zu helfen und zu gucken: „Wo willst du denn eigentlich hin? Was ist denn dein Kern?“ Und denk jetzt mal wirklich drüber nach. Und dann gibt's so oft so sehr Aha-Momente, in diesem Prozess, dass dann später das Branding einfach passt wie Arsch auf Eimer. Und, das ist richtig, richtig cool, das auch zu sehen und begleiten zu dürfen. Da bin ich sehr dankbar dafür. So, und, wir schweifen ab. Wir sind jetzt wo? Ich bin durch die Transfergesellschaft durch und ich war, von Januar bis zum 1. November quasi arbeitslos, habe das alles gut getimt. Ich wurde da gut begleitet und, ne, durch diese ganze „Ich mache mich selbstständig“ Prozess, diese ganze Liquidationsprüfung und wie das nicht alles heißt und Businessplan-Aufstellerei und. Ich sage dir mal ganz ehrlich, im Nachhinein hat das alles nicht so hingehauen, wie der Plan das schwarz auf weiß mir so vorgegeben hatte, aber na ja, besser man hat 'n Plan als keinen, ne? Also, das ist schon wichtig, ne? In so 'nem, Coaching wird dir ja auch gesagt: „So, jetzt stricken wir dein Angebot und wir machen dein Angebot zusammen und dann guckst du mal rein“ und so. Das hilft schon. Es hilft schon für den Start, aber ich sage dir ganz ehrlich, unterm Strich, hat das alles nicht so hingehauen, wie ich das damals gerne gehabt hätte. So, und jetzt war September 22. Ich hatte noch 2 Monate bis zur Existenzgründung und damals hatte ich dann echt schon wirklich so richtig, richtig Schiss und habe angefangen, mich als Freelancer zu bewerben bei unterschiedlichen Firmen, einfach als WordPress-Support und so, um einfach irgendwie 'n Einkommen zu haben, weil ich musste mir auf einmal ja dann meine Krankenversicherung bezahlen und so weiter. Du kriegst zwar 'n Zuschuss, ne, für 'n halbes Jahr, glaube ich, vom Staat, aber, es war trotzdem alles sehr, sehr beängstigend, muss ich sagen, ja? Und, man ist da einfach noch sehr, keine Ahnung, auf der einen Seite naiv, auf der anderen Seite sehr verunsichert. Und nun gut, also hatte ich dann 'ne Stelle bekommen, also wirklich unterirdisch bezahlt, 45 € brutto für die Stunde. Letzten Endes hat die Summe der Stunden mich gerettet, aber ich war da voll eingespannt als Freelancer und, habe dann in 'nem Unternehmen gearbeitet mit, Bereich Online-Marketing. Also, es war 'n Unternehmen der Spiri-Szene und, war dann dort quasi für die Website mit zuständig und bin da ins Team mit reingekommen und habe dort meine ersten Business Buddies kennengelernt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und rückwirkend, das war 'n Pain, dieses Unternehmen, aber
sozusagen Kollegen zu haben, sein Business zu starten, nicht ganz so alleine, sondern wirklich Kollegen zu haben, war echt richtig cool und hat mir richtig Spaß gemacht und sind heute noch meine Business Buddies. Die sind auch alle von dem Unternehmen dann weg. Aber ich war da auch nur bis, Januar, glaube ich, bis Dezember, also wirklich nur 3 Monate oder so und habe gemerkt, ich bin voll ausgebrannt. Ich habe so viel gearbeitet in der Zeit, dass ich gemerkt habe, das geht einfach nicht. Und nebenbei war es dann so, dass, durch meine Kunden, die ich schon seit 2012 hatte teilweise, dass da auch neue Empfehlungen reingekommen sind. Also, ich hatte bis dahin kein Marketing gemacht, sondern hatte ja den Freelancer-Job und ich hatte Jobs, die über Empfehlungen reingekommen sind. Und wir sind jetzt im Jahr, 2023 und da lief mein komplettes Business über Empfehlungen. So, aber was ich auch gemacht habe in der Zeit, ich habe mit Start meiner Selbstständigkeit im November und dann noch mal im April ein fettes Onlineprogramm gebucht. Also, ich habe richtig Geld in Onlineprogramme investiert, alles rund um, wie ich meine Selbstständigkeit gestalte, wie ich das, weitermache und so weiter. Und all ich würde da rückwirkend sagen, einfach nur aus Angst. Aus was weiß ich, ob das Imposter-Syndrom ist oder was auch immer. Ich habe mich einfach nicht getraut, mir selbst zu vertrauen und habe da richtig viel Geld, also mehrere tausend Euro in diese Programme gesteckt. Und, ja, es hat mir rückwirkend was gebracht. Ähm, in dem einen Programm habe ich sogar, ja, liebe Grüße gehen raus an Julia Lütgenhaus, mein Business Buddy da auch noch kennengelernt und, habe einfach so viele tolle Menschen kennengelernt auf dieser ganzen Reise, dass ich, dafür dankbar bin, diesen Weg gegangen zu sein. Trotzdem haben mir diese Kurse einfach nicht wirklich was gebracht, außer irgendwie vielleicht ein bisschen was von Sicherheitsgefühl, nicht alleine sein zu dürfen zu müssen. Und, bin dann da auch durch. Also, ich hatte in meinem ersten Gründungsjahr so viel Zeit in Onlinekurse gesteckt und dann noch zusätzlich Kundenprojekte und meine Kinder und frag nicht. Das war echt 'n Ritt. Also, 23 war wirklich echt total prallevoll. Und dann kam Januar 24. Also, 23 war 'n gutes Jahr. Ich habe viel Umsatz gemacht. Also, für meine Empfinden fürs erste Jahr lief das richtig, richtig gut. Und, 24 im Januar kam dann die Klatsche. Da waren dann nämlich auf einmal keine Kunden mehr da, weil ich kein Marketing gemacht hatte. Und zu dem Zeitpunkt 24 hatte ich, schon Squarespace für mich entdeckt. Das lief eigentlich schon, als ich mich selbstständig gemacht habe im November 22, habe ich mir nämlich die Frage gestellt: „Boah, willst du dein Business wirklich auf WordPress aufbauen?“ Und hatte damals dann schon nach einer Lösung gesucht, um das, für mich, zu klären und ein einfacheres Tool zu finden. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Kunden, weil ich gemerkt habe, die kommen immer alle zu mir zurück und verstehen das nicht. Sage: „Okay, da muss ich mich ja irgendwie anders aufstellen.“ Und da ist mir schon Squarespace damals begegnet. 22 Oktober hat Squarespace die Fluid Engine, also das neue Gestaltungs-Editor-Gedöns entwickelt, also das mit den Rastern, ne, so wie du das jetzt kennst, dass du ein Objekt das frei bewegen kannst. Vorher war das auch alles in Spalten gepackt und ziemlich umständlich und wenig frei. Und, da, wurde es mir einfach sympathisch und wurde es mir ganz leicht gemacht, mich auf Squarespace, zu spezialisieren. So, und dann hatte ich dann quasi 23 WordPress und Squarespace-Webseiten gebaut und, habe aber kein Marketing gemacht. Und im Januar 24 wurde mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt und ich hatte keine Kunden mehr und ich habe gemerkt: „Verdammter Müll, ich habe keine gescheite Positionierung.“ Und so hatte ich mich dann von heute auf morgen wirklich entschieden. Ich habe gesagt: „So, ich gehe all in Squarespace. Ich positioniere mich für ein Tool, das ich absolut empfehlen kann. Warum nicht?“ Ja? Und, da habe ich gemerkt, dass ich auf einmal ganz, ganz klar wurde in dem, was ich will. Und mir war damals richtig, richtig klar, dass ich gesagt habe: „Ich möchte Squarespace-Expertin sein. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, eine Website zu haben, die sie wirklich einfach bedienen können“, weil ich auf diese Reise gegangen bin. Von einem Tool, das überhaupt nicht funktioniert, das mir mehr Fragezeichen als Lösungen präsentierte, zu einem Tool, das wirklich mit mir wachsen kann, einfach zu bedienen ist und ja, von A bis Z durchdacht ist, ohne dass ich, 'n IT-Studium brauche.
Und dann war mir das eigentlich sofort klar. Und dann war nur noch die Herausforderung zu sagen: „Okay, reicht das, als sich als Tool-Expertin zu positionieren oder muss ich da jetzt noch irgendwie noch spezielle Menschengruppe ansprechen?“ Und da hatte ich mal noch einen kurzen Exkurs und dachte: „Ja, ich will selbstständige Mütter ansprechen“, weil ich war ja auch in der selbstständigen Mutterrolle. Dachte mir, grad Mütter sind ja so gestresst und die brauchen 'n Tool, mit dem es noch einfacher geht, und habe erst mal versucht, da wirklich dann diese Nische noch nischiger zu machen, bis ich dann gemerkt habe, das braucht's eigentlich gar nicht. Und dann habe ich die Mütter wieder rausgenommen und habe gesagt: „So, es ist für alle Menschen, die ein einfaches Tool haben wollen, geeignet. Für alle Menschen, die, selbstständig sind und es einfach nutzen wollen, ohne eine weitere Baustelle aufmachen zu müssen.“ Und dann war die Positionierung da, ja? Branddesign und Webdesign. Das Branddesign machst du nicht mit Squarespace, aber das Webdesign machst du mit Squarespace. Und daraufhin lief es dann. Ich hatte tausende Ideen für Produkte. Da ist dann Website in a Day und Branding in a Day entstanden. Ich wusste damals schon, ich will einen Online-Kurs. Ich wusste damals schon, ich möchte Templates gestalten. Ähm, Membership war mir da noch nicht so ganz klar, dass ich das machen möchte, aber das kam immer mehr raus. Also mit so wie ich Menschen mit Squarespace in Verbindung gebracht hatte, habe ich gemerkt, dass da der Wunsch ist nach einer Community, ne? Und dann dachte ich mir: „Ey, das ist es, ja. Ich helfe so gern Menschen dabei, warum nicht in der Gruppe?“ Und so ist ja dann auch im Oktober, eigentlich im September, mit meiner Beta-Kursgruppe ist es, glaube ich, im September gestartet. Aber genau, ich glaube Oktober. Oktober war dann der öffentliche Release, genau, und dann, hatten wir jetzt letzten Monat komplett gestartet, oder war's September? Oh Gott. Also, ich sage es dir, mein Business ist sitzt auf 'ner Rakete, sodass ich mir jetzt grad aktuell, tatsächlich gar nicht mehr mich gar nicht mehr erinnern kann, ob das jetzt vor 2 oder vor 3 Monaten war. So, genau. Das war die Reise bisher, und ich kann dir das mal ganz kurz zusammenfassen. Das erste selbstständige Jahr war einfach geprägt von Angst, Orientierung, sich finden und, Bestätigung auch einholen. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Also, mir war Bestätigung von meinen Kunden so, 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 so wichtig, um zu verstehen, dass ich, hier auf dem richtigen Weg bin. Und im zweiten Jahr ging es einfach ganz krass um Klärung, um Positionierung. Also, mega, mega krass, was da alles hochkommt. Und da bin ich so, so, so dankbar für meine Business Buddies. Fanny, Julia, Jennifer, Sarah, ihr seid klasse, dass wir uns haben, dass wir uns austauschen können. Das ist so, so, so Gold wert. Und ich kann nur jedem raten, der sich selbstständig macht, in irgendeiner Art und Weise 'n Netzwerk zu haben, wo man einfach reflektieren kann, ja? Seine Ideen besprechen kann, seine Fails besprechen kann, seine Probleme besprechen kann. Das ist so wichtig. Ich glaube, wenn man das alles mit sich selber ausmacht, hat man irgendwann sofort recht schnell keinen Bock mehr auf sein eigenes Business, weil man sich so alleine fühlt. Von daher, wenn du dich selbstständig machst und du hast noch keine Business Buddies, such dir welche. Geh da raus und such dir welche. Genau. Und jetzt im dritten Lehrjahr, das letzte Jahr, hatte ich einen ganz, 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 ganz klaren Weg, und da hat mir Julia echt geholfen, als Marketing-Expertin, 'n Weg zu finden, auf welche Kanäle ich mich stütze, wie da die beste Strategie ist, dass ich mich nicht verzettel in meinen Content-Pool, in meinen Themen, in all dem, was ich so mache. Und durch diese Klarheit habe ich's jetzt geschafft, 'ne kleine Reichweite aufzubauen, und ich merke jeden Monat Wachstum. Und eins darf ich auf jeden Fall lernen noch, ist absolut Geduld zu haben mit mir selbst. Ich sage immer, wenn ich 'n Flaschengeist hätte, ich würde mir sofort das alles so wünschen. Ich habe ja Ideen und Visionen, Produktideen und all das. Und wenn ich 'n Flaschengeist hätte, dann würde ich jetzt gerne schnippen und alles ist schon erledigt, weil ich habe einfach nur 'ne gewisse Zeit. Ich habe 3 Kinder, ich habe 'n Mann, der zu Hause, ist. Also, ich bin gerade, auch, Alleinverdiener, und, das ist 'ne krasse Nummer, ne? Und 'n klarer Weg hilft einfach total dabei, zu wissen, wo man hin will, wo man hinarbeitet, und 'n klarer Weg sagt dir auch die nächsten Schritte.
Und das freut mich total. Und jetzt also gerade, ne, ist es so, dass ich meine Produkttreppe von hochpreisig nach kleineren Treppchen nach unten baue. Und das ist ganz normal. Man hat ja in seiner Eins-zu-eins Betreuung erstmal so dieses komplette Paket und daraus schnürt man dann kleinere Häppchen. Und da ist jetzt mein Online-Kurs geboren, den ich jetzt im Oktober verkaufen durfte, Easy Website Creation und Easy Branding Creation. Da bin ich total stolz drauf, ehrlich gesagt, dass ich mein Wissen da jetzt auch in ein Format packen kann. Dann ist die Membership geboren. Man sagt oft, dass Memberships die Königsklasse von Produkten sind, weil die ja sehr betreuungsintensiv sind. Aber ich habe meine Woche auch schon so strukturiert, dass es machbar ist. Also ich habe sehr früh lernen dürfen, eigentlich nee, im letzten Jahr habe ich lernen dürfen, dass ich meinem Business Zeit einräumen darf, um an meinem Business zu arbeiten, nicht in meinem Business, um wachsen zu können. Das hilft total. Also seit einiger Zeit ist Donnerstag und Freitag mein Tag, wo keine Kundentermine sind. Und ich aber auch meine Membership betreue, muss ja zu sagen. Aber an diesen Tagen gibt es Content Creation, Schneiden und so weiter. Oder jetzt halt auch noch für den Online-Kurs Module aufzubauen und. Also ich arbeite da an meinem Business und nicht in meinem Business. Und montags bis Mittwoch sind ganz klar Kundentermine, Support-Calls und alles Mögliche. Und das ist richtig, richtig cool strukturiert, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ich komme in meinem Business voran. Und als nächstes wird im Dezember der Template-Shop gelauncht. Ich hatte in den letzten halben Jahr 3 Templates fertig bekommen, die dann jetzt ab Dezember zu kaufen sind. Und dann starte ich dieses Projekt. Und da ist mein Plan, ich hoffe, dass ich es schaffe, jeden Monat ein Template zu erstellen. Zumindest das mal wirklich durchzuziehen für ein Jahr, um meinem Template einfach Variationen zu bieten, dass ich da nach einem Jahr ungefähr 12 bis 15 Templates dort ansammeln und irgendwie für jeden Bereich, der so hauptsächlich in meinem Dunstkreis sich angezogen fühlt von mir, also Fotografen, Künstler, Dienstleister, Coaches, ne, dass sie sich da irgendwie ein bisschen Yoga-Studios auch, ne, dass die ein Template finden können bei mir und da auch gering einsteigen können mit einem geringeren Kosteninvest. Genau. Und das ist mega. Ich freue mich. Es werden noch einiges an Workshops kommen. Ich plane zum Beispiel und muss mal gucken, ob ich das hinbekomme, über die Jahre, im Jahreswechsel jetzt 25, 26 in dem Gap der Rauhnächte vielleicht sogar einen kostenlosen Workshop anzubieten, um zu zeigen, wie schnell und einfach du mit Squarespace eine Website aufbauen kannst. Und da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, das mache ich, weil sowas kann ich einfach aus der Hüfte schneiden. Es ist nicht viel Aufwand. Mache da vielleicht mal noch eine Anzeige dazu und lade Leute dazu ein, auch ein bisschen was zu lernen vielleicht. So, das war das waren meine 3 Jahre. Das war eigentlich meine komplette Geschichte, wo ich hergekommen bin und wo ich hin will. Und ich merke so beim Erzählen, dass echt schon viel, viel passiert ist und dass ich stolz drauf sein kann auf das, was ich bisher geschafft habe. Und ich bin einfach auch so unglaublich dankbar für all die Menschen, die in mein Leben gekommen sind und mich auf dieser Reise unterstützt haben. Und das ist mir einfach wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Und auch an alle danke, die meine Inhalte lieben. Ich kriege viel positives Feedback drauf und das bestärkt und bestätigt mich natürlich. Und das finde ich total toll. Und ich würde mich auch mega, mega freuen, wenn es hier entweder auf YouTube oder Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, weil so ein Podcast ist ja immer sehr einseitig, sage ich mal. Man pustet da so in dieses leere Rohr raus und kriegt wenig zurück. Von daher würde ich mich mega freuen, wenn du mir einfach mal deine Sicht der Dinge schilderst und sagst, ja, Linda, ich kann was mit deinem Content anfangen oder vielleicht auch mal Ideen lieferst und das würde mich mal interessieren, davon hast du noch gar nicht gesprochen. Das fände ich auch mega. Also ihr könnt gerne immer mit mir in Kontakt treten. Ich biete auch kostenlose Beratungstermine an. Das geht auch eine halbe Stunde. Das ist für umsonst. Also wenn du da irgendwo mal eine Idee brauchst,
du dich in meinem Angebot vielleicht nicht zurechtfindest oder so. Aber ansonsten kann ich dir auch, sage ich immer, guck mal auf meine Support-Seite, die findest du aktuell unter Angebote Support buchen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich meine Angebote ein bisschen umstrukturieren soll, so von auf der Website, wie man dazukommt, aber die Supportbuchung, die wird super gerne angenommen und kann ich dir empfehlen, wenn du mal für etwas kleiner Geld einen großen Hebel in die Hand nehmen möchtest. Aktuell kannst du zum Beispiel 2 Stunden mit mir buchen für 289 € brutto. Das ist ein Bruttopreis, weil ich das mit PayPal abwickle und da kann PayPal-Bezahlung kann da jetzt nur brutto für den Moment mit dem direkten Link, genau. Aber da weißt du Bescheid. Also ich glaube, es sind 240 € oder sowas für die 2 Stunden. Und wenn ich dir damit irgendwie helfen kann, ist es total cool. Also viele, viele sind da echt dankbar über diese Supportstunden, weil es einfach für einen kleinen Invest einen großen Hebel ist. Genau. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich danke dir, dass du 36 Minuten durchgehalten hast und freue mich, wenn du die nächste Episode von mir hörst. Ich glaube, ich habe mal Bock, über Logos zu sprechen, aber mal gucken. Also, mach's gut, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.